Kapelle, 12 Minuten Donnerstag. Heute mal mit dem Thema Captain Drone. Diese Drohne kennt ihr, und zwar kennt ihr die einmal von mir und dann natürlich auch vom Dotzer Michel. Das ist nämlich seine alte Hubsanzino, die er mir vermacht hat, nachdem meine gemeint hat, sie müsste mal einen schweren Gimbal-Schaden davontragen. So, jetzt geht es aber natürlich nicht darum, ich klappe das erste Mal zusammen, damit es mich hier nicht beim Gestikulieren stört. So, jetzt ist es natürlich nicht so, dass ich hier der Captain Drone unter den Motovloggern oder unter den Videoproduzenten bin. Dafür setze ich das Ding viel zu wenig ein, viel zu selten ein. Aber ich gelobe Besserung, was das anbelangt. Ja, wer oder was ist denn Captain Drone? Captain Drone ist ein Typ, dessen Videos ich mir auch ab und zu mal sehr gerne angucke. Der hat mir am Anfang auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr geholfen bei der Entscheidung, mich dann doch endlich zur Hubsanzino durchzuringen und die Unique Mantis wieder zu verhökern und das schicke Design der Drohne gegen die besseren Filmeigenschaften der Hubsanzino einzutauschen. Und Captain Drone testet eigentlich so ziemlich alles, was an Drohnen auf den Markt kommt. Das heißt, wer sich mit dem Thema Drohne beschäftigt, der kann gerne mal bei Captain Drone auf dem Kanal nachschauen und die Drohne, für die er sich interessiert, oder die Drohnen, die in der engeren Auswahl sehen, die sind alle dort getestet worden. Und wie man in seinem Video eindeutig sieht, hat er hinter sich natürlich auch jede Menge Zeug hängen. Hello and welcome to my YouTube channel. Well, in this episode, we're going to take a look at low-cost drones for beginners. So you're probably watching this because you are a beginner, or maybe you're somebody who's flying like very expensive DJI drones and you're just curious about these low-cost drones. So what a low-cost drone is basically a drone that's not a toy, so it's not a toy drone. It's sort of a budget entry-level drone. Jetzt muss man einschränkend zu Captain Drone Folgendes sagen. Wenn ihr dort etwas über diese Art von Drohnen erfahren möchtet, dann ist das mit Sicherheit eine sehr gute Quelle, was Technik und Flugeigenschaften anbelangt, aber nicht was den Umgang mit der Drohne als Kameraträger an sich zu tun hat. Denn Captain Drone ist ein eindeutiger Fan des FPV-Hobbys. Das heißt, er fliegt bevorzugt sogenannte First-Person-View-Drohnen. Und in einem seiner Videos, da gucken wir dann auch mal gleich rein, erklärt er den Unterschied zwischen einer Kameradrohne und einer FPV-Drohne. Und er sagt, wenn man die Skills, die man benötigt, um eine Drohne zu fliegen, von Level 1 bis Level 10 mal so streckt, also die Skala, dann sind Kameradrohnen Level 1 und FPV-Drohnen Level 10. Schauen wir rein. Hey everyone, welcome to my channel. This is episode 1 of FPV for Beginners. This is a series of videos where I'm going to get you, the person who's never flown a drone before, or maybe you've flown like a camera drone. That's all you've been flying is camera drones. I'm going to get you into the FPV hobby, which is exhilarating and a lot of fun. Now, if you watch every single video in this series, I think there's going to be 10 of them, then you're going to know exactly what to do and you're going to be in the hobby having a great old time. Let's get on with episode number 1, where I explain to you the difference between, well, a camera drone and an FPV drone. A lot of people mix that up. Here we go. Now, one of the reasons I'm making this series of videos because there's so much confusion out there about FPV hobby and camera drone hobby. And I'll show you. Here's an example of questions I receive on a daily basis. So this is a GoPro Hero 7. I receive an awful lot of questions from people who say, I just got myself a GoPro Hero 7 or a Hero 8. Pretty excited. Now, can you tell me which drones use a GoPro? Well, unfortunately, that is
the FPV hobby. You have to get into the FPV hobby because only the FPV hobby uses GoPros. You know, we did have a Karma drone, but that thing there was a total failure. And that was the only one that used GoPros. The next question is, I just bought myself a nice little drone to get started with, and it cost me about $120, $150, maybe even $200, like this one here, the Bug 7. And you know what? I want to buy myself some FPV goggles to use with the drone. Well, these FPV goggles cost about $500. You wouldn't buy $500 to use on like a $120 drone. That's just ridiculous. And the other thing is that FPV goggles are called FPV goggles because they are for the FPV drone hobby, not for that cheap little camera drone you bought. It's for the FPV hobby. Now, if I had to compare the camera drone hobby to the FPV hobby, I would compare it as such, using this analogy. The camera drone hobby is like your family car. Every member of your family who's of the age of 16 or older can probably drive the car, taking a small test, and, you know, after a while you get experience and you drive better. But it doesn't take a lot of skill to drive it for the first time. Most people can sit behind the steering wheel and get going with no problem. Not true on the FPV hobby. This is like learning how to drive a motorcycle. So if you're going to learn how to drive a motorcycle, you can't just take your hands off the handlebars. You really have to pay attention. You have the clutch, you have the gas, you have the brake. There's a lot to learn. So the skill level for a camera drone is level 1, the easiest. This is the easiest drone to fly in the world. If you buy a camera drone, easiest drone to fly. People ask me that all the time. I need a beginner level camera drone. Well, they're all beginner level because they're all easy to fly. The skill on a camera drone is being able to operate this camera, knowing a bit about photography and operating that camera while flying the drone. That is the skill. But to get this in the air and just fly right off the bat, you know, take it out of the box, charge up the batteries, go fly. You're flying. Not at all the same with the FPV hobby. This takes, well, if that's skill level 1, this is skill level 10. Say it's 10 out of 10. This is 10 out of 10 skill level. You need an awful lot of skill and knowledge to fly an FPV drone. And if you're not careful, you can poke your eye out pretty darn quick. So let me tell you a bit more about these two hobbies. Wie gesagt, natürlich testet er auch Kameradrohnen. Da geht es aber mehr um die Technik als um Filmen mit der Drohne. Da schauen wir auch mal rein. Hey everyone, it's a nice sunny day today, and today is an FPV sunny day, and I'm going to fly the new Mark IV HD. Well, it's HD GPS. So on the back of my bag here, I have two Mark IVs. I have the previous model, or the model you can still buy, which is analog, and then the top one is the HD one. It's all digital, and it has a built-in GPS and a lot of other cool features. So let me show you these drones really close. Und natürlich gibt es bei ihm auf dem Kanal auch Vergleichstests wie den folgenden abgefahrenen Vergleichstest mit sehr erstaunlichem Ergebnis am Ende des Tages. Ich verlinke das auch dann mal unten in der Videobeschreibung. Hey everyone, welcome to another episode of Captain Drone's non-scientific drone camera test. So today I have the DJI Inspire 2 and the DJI Mavic Air 2. They're both from DJI, so a lot of you watching probably think I'm a DJI fanboy. Those would be the people that don't watch my channel. But guess what? I do have a DJI hat. Check this out. I got a hat that says DJI, but I'm not going to wear it at the moment. Anyways, so this is non-scientific. I'm going to throw both drones up in the air, all settings on auto, show you what the camera looks like, and you just decide if this little Mavic Air 2 looks on YouTube as good as this big name brand monster size cinema camera. All right, here we go.
there's the Mavic Air 2. It's at 3 meters above the ground. How stable is that? The DJI Inspire 2 has a tendency with wind to bounce around in the air, so take a look at the image. Does it look like it's pretty stable? Is the gimbal keeping it pretty still in the air? The Mavic Air 2 is a really good drone, so I'm pretty sure it's pretty stable. Now, the next thing to look at is the colors. Check out the color of the sky, check out the color of the grass. Does it look natural to you? Check out, I'm wearing a blue jean jacket and a white t-shirt, black hat, super white skin. How does that look? Does it all look exactly as I just described it? Now let's switch over to the Inspire 2 and see what that looks like. Here we go. All right, there we have the Inspire 2 up in the air, and here I am again. Check out the color of the grass, check out the color of the sky, and my white shirt, white skin. And check out the Inspire 2. There's a bit of a breeze. Is it moving from side to side? If I stand really still, can you see the image moving from side to side slightly? It's a bigger drone. Big drones tend to move a bit in the wind. So that is the image you get with the Inspire 2. So how does that compare to the Mavic Air 2? So, und was er natürlich auch zu bieten hat, sind, ist sozusagen ein Anfänger, ein Einsteigerkurs in das FPV-Drohnen-Hobby. Und die Erkenntnis, dass man mit einer FPV-Drohne eigentlich am Ende des Tages doch günstiger fährt als mit einer vergleichsweise teuren DJI-Drohne. Denn er sagt, wer schon eine Hero 7 oder eine Hero 8 oder eine Hero 9 hat und schnallt die auf eine FPV-Drohne, dann hat er natürlich deutlich mehr Vorteile, denn das, was eine FPV-Drohne kann eine Kameradrohne bis jetzt, meines Wissens nach, nicht und nach dem, was er sagt, auch nicht. Denn die Flugachsen der Kameradrohne sind vorwärts, rückwärts, hoch, runter, links, rechts und sie kann sich um diese Achse drehen. Die FPV-Drohne allerdings kann sich zusätzlich noch um diese Achse drehen und, wie man es vom Kunstflug her kennt, sie kann auch Loopings fliegen. Das heißt, man fliegt die FPV-Drohne quasi wie ein Flugzeug, als ob man selbst im Cockpit sitzen würde mit einer Brille und dabei kommen dann so abgefahrene Aufnahmen raus, wie bei dem folgenden Ausschnitt, der aus einem Gopro Award Video stammt. So viel also zu Captain Drone aus Kanada. Lustiger Typ, den ich von seiner Art her sehr mag. Er betreibt immer sehr viel Aufwand, um seine Vorstellungs- und Vergleichsvideos zu produzieren. Schaut mal rein, lasst bei ihm auch ein Like da oder einen Kommentar, wenn ihr irgendwas seht. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Wir sehen.